Hallo zusammen, hier ist Andrea von 10 Talente. Willkommen auf meinem Kanal. Heute folgt Teil 3 dieser Kette und zwar zeige ich dir heute, wie du dieses Band mit dem doppelten Schiebeverschluss machst. Am besten sieht die Kette aus, wenn du sie auf der kürzesten Einstellung trägst, also die Verschlussornamente ganz vorne an der Kette dran. Wenn du die Maße nimmst, die ich hier angegeben habe, ist die Kette in der kürzesten Einstellung 44 cm lang. Wenn du die kürzeste Einstellung größer möchtest, musst du eben entsprechend deine 140 cm Fäden länger nehmen. Du gehst mit deinen beiden 1,40 Meter Fäden durch diese Lücke hindurch, die wir vorhin gelassen haben. Und spannst diese Fäden mittig. Und dann machst du eine Perle auf alle 4 Fäden. Die Perle muss ein ausreichend großes Loch haben und ein bisschen helfe ich mir dann mit meiner Bienenwachskugel oder indem ich meinen Faden zwischen die anderen lege. Dann mache ich mit allen 4 Fäden einen einfachen Knoten, dicht an der Perle. Wie man einen Vierfachzopf flechtet, habe ich in einem separaten Video ausführlich erklärt. Ich zeige es jetzt nur noch mal ganz kurz. Du nimmst die mittleren beiden in die linke Hand, gehst mit der rechten unten drunter durch, hältst die neuen mittleren beiden mit der linken Hand unten drunter durch. Wenn dir das jetzt zu schnell war, empfehle ich dir dieses Video. Da erkläre ich es mit dicken Schuhbändern, da siehst du das ganz genau. Am leichtesten kannst du übrigens einen Zopf flechten, wenn du in der Luft flechtest, nicht auf einem Brett, sondern wenn du dein Werkstück an eine Stuhllehne oder einen Schubladengriff hinklemmst und dann in der Luft flechtest. Ich flechte jetzt ungefähr 36 cm für meinen Hals, der ist ziemlich dünn. Wenn du einen stärkeren Hals hast, nimmst du deine Fäden entsprechend länger. Es sollte ein Vierfachzopf geflochten werden und keine Kordel, denn eine Kordel rutscht leichter durch die Schiebeverschlüsse durch und der Verschluss bleibt dann nicht so gut an Ort und Stelle. Ich habe jetzt 37 cm und mache dann mit allen zusammen am Ende des Zopfes einen festen Knoten. Dein Band muss ganz um den Hals herum reichen, bis ungefähr 2 cm vor deinem Kettenornament. Da kommt dann das Schiebeelement hin und hier auch noch eine Perle. Den zweiten
Das zweite Band machst du dann genauso lang. Dazu steche ich dieses Loch ein bisschen größer, dass ich mit meinen Fadenenden gut durchkomme. Das ist Bienenwachs. Bienenwachs ist das beste Mittel, um durch enge Perlenlöcher durchzukommen. Ich kenne kein besseres. Meine Empfehlung ist übrigens, dass du die mittleren Fäden nie loslässt, auch nicht, wenn du unterbrochen wirst, denn es ist sehr schwierig, wieder herauszufinden, wo man gerade war. Vielleicht weiß ja jemand von euch noch einen Trick, wie man wieder herausfindet, wo man weitermachen muss, wenn man die Fäden aus Versehen losgelassen hat. Da wäre ich froh drüber, über so einen Tipp. Wieder einen Knoten mit allen machen am Ende des Zopfes. Du brauchst ungefähr am Ende noch 20 cm Restfäden. Ich habe jetzt ein paar Zentimeter mehr. Das macht nichts. Mehr ist immer besser. Auf diese Seite kommt jetzt der Schneckenverschluss. Das heißt, die Schnecke kommt an dieses Band hin. Und das geht so. Ich habe jetzt hier einen kurzen 35 cm Faden, den falte ich mittig, und einen 65 cm Faden, den falte ich ebenfalls mittig. Und mache jetzt mit dem langen über den kurzen 12 Halbschläge. Also ich lege meinen Swimmingpool, spring rein und ziehe zu. Gehe auf die andere Seite mit dem langen unten drunter durch, wieder einen Pool, zieh zu. So machst du ein Würmchen mit 12 Halbschlägen. Jetzt falte ich mein Würmchen zur Mitte, zu einer Schlinge, und nehme die linken beiden zusammen und stecke das Würmchen fest. Die linken beiden sind jetzt mein Leitfaden. Ich knote links über rechts. Der rechte geht unten drunter, die beiden Leitfäden oben drüber. Ich knote jetzt zuerst den Leitfaden an mit einem doppelten Halbschlag, lege den dazu zu den anderen beiden und dann nehme ich den Knotfaden dazu. Knote den auch an. 1, 2. Und lege diesen Knotfaden auch zu meinem Fadenbündel dazu. Die Kordel bei der großen Schnecke und stecke die fest. Ich lege mein Leitfadenbündel über dieses Fadenbündel, das aus dem Band kommt, und knote alle 4 der Reihe nach an
mit einem doppelten Halbschlag sehr dicht an diesen Knoten. Und sammle die ein. So, jetzt mache ich noch ein Würmchen, ein Stückchen weiter, ungefähr 8 Halbschläge. 1, 3, 4, 5, 7, 8. Dein Faden muss nach innen aufhören, und zwar mit 2 Halbschlägen in die gleiche Richtung. Und jetzt knote ich alle Fäden aus dem Bündel heraus und lasse sie dann nach innen hängen. Ich nehme immer einen Faden von unten und mache 2 Halbschläge, also einen doppelten, in die gleiche Richtung. Ich behalte 2 Leitfäden übrig und nehme einen langen als letzten Knotfaden aus dem Bündel heraus und mache dann mein Würmchen noch ein bisschen länger. So, jetzt habe ich 10 und mir reicht das jetzt. Also ich mache am Schluss immer noch einen doppelten. So, ob du jetzt deine Schnecke kleiner oder größer machst, das kannst du selber entscheiden, denn es ist ja eine asymmetrische Kette, da macht das gar nichts, wenn da irgendwelche ungleichen Elemente dabei sind. Jetzt fädle ich dieses Würmchen durch die Spitze von meiner Schlinge durch. Dazu fädle ich den Knotfaden auf die Nadel. Ach ja, und dein Knotfädchen muss nach außen zeigen, in die gleiche Richtung, in die auch die Kordel zeigt. Und wieder zurück, ziehe fest an und knote mein Würmchen mit dem gleichen Knotfaden, der gerade durchgenäht wurde, weiter. Jetzt mache ich nochmal einen doppelten, um das Würmchen sehr fest zu fixieren. 1, 2, 3,
So, diesen Faden brauchst du nicht mehr. Den kannst du abschneiden. Und jetzt schaue ich, wo mein Würmchen herauskommen soll. So, die ersten beiden lasse ich weg. Und an die nächsten wird mein Würmchen dran geknotet. Der längere Leitfaden knotet um den kürzeren einen doppelten Halbschlag. Und mach mein Würmchen weiter. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 und noch einen. Und ich knote mein Würmchen wieder fest. Eins. Da reichen mir jetzt 2. Und ich stecke alle Fäden durch das Loch in der Mitte. Die Restfäden schmore ich jetzt alle ab. Jetzt legst du deine Kette so hin, wie sie nachher liegen soll, und fädelst die Endfäden vom anderen Band durch das Loch in der Mitte. Bisschen vorsichtig den Knoten durchfädeln und dann durch dieses kleine Eck durch. Also Makramee lässt sich ja formen in jede Richtung und du kannst deine Schnecke jetzt so formen, dass sie dir gefällt. Als nächstes knoten wir das Blümchen. Das kommt hierher. Ich stecke meinen Schlussknoten fest, nehme einen 40 cm Faden mittig und mache einen Mastwurf. Der geht so, ich lege ein E, so wie man es schreibt, und nochmal ein E, so wie man es schreibt, und lege beide E's hintereinander und lege sie über meine Stecknadel. Jetzt habe ich einen sehr festen Halt und der Knoten löst sich sofort wieder auf, wenn ich die Nadel rausziehe. Dann knote ich 2 Fäden mit einem doppelten Halbschlag an.
Jetzt habe ich 4 Schlingen und ich lege den anderen Faden, der aus dem Knoten kommt, zu diesem Leitfaden dazu, ziehe meinen Stecknadel raus und auf die andere Seite lege ich den anderen Faden dazu. Jetzt gehe ich mit dem Knotfaden nach außen unten durch und umknote beide Fäden gemeinsam. Einmal, zweimal. Genauso auf der anderen Seite. Ich gehe unten durch und knote nach außen. Einmal, zweimal. Jetzt knote ich den längeren Faden von meinem Leitfadenpaar auch noch um diesen letzten Leitfaden herum. Auf der anderen Seite genauso. Der längere macht einen doppelten Halbschlag. Jetzt brauche ich mein Band, das von drüben kommt. Und das lege ich jetzt von unten in mein Blütenblättchen hinein und lege es nach oben aus dem Weg. Das wird jetzt eingesperrt. Und ich nehme einen 20 cm Faden, mache wieder einen Mastwurf, ein E, nochmal ein E, das zweite E hinter das erste legen, eine Stecknadel stecken und festmachen. Das sind meine beiden Leitfäden. Das ist der Faden mit dem Mastwurf und ich mache mit dem rechten einen Halbschlag nach innen und einen nach außen. Nicht fest genug. Und jetzt gehe ich mit diesem Faden, der gerade geknotet hat, nach oben, knote diese beiden Knotfäden an. 1, 2. Der äußere macht jetzt 8 Halbschläge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das zweite Blütenblatt wird angeknotet. 1, 2. Und jetzt kommt wieder mein Leitfaden, der den inneren Kreis macht, geht oben drüber. Das zweite Blättchen acht Halbschläge. Das Tolle an dem gewachsenen Faden ist, dass wenn ich den so biege, dann bleibt der so liegen. Und auch wenn ich einen Knoten festziehe, dann bleibt er meistens so. Ich gehe wieder unter
diesen mittleren Leitfaden, knote einen zur Mitte, einen nach außen. So, jetzt knote ich mal nach der anderen Seite. Ich ziehe meinen Mastwurf raus, meinen Pfosten, und passe jetzt auf, dass meine Kordel noch drinne ist in meinem Blütenblatt. Mein innerer Leitfaden geht oben drüber. Ich knote nach unten und nach oben. Sieht man jetzt nicht so gut, weil diese Kordel im Weg ist, aber ich mache jetzt wieder genau so ein Blütenblatt mit 8 Halbschlägen. Mein innerer Leitfaden geht oben drüber. Ich knote nach innen, gehe unten durch und knote wieder nach außen. So. Nochmal ein Blütenblatt. Fünf. Jetzt auf jeder Seite noch 1. Aber den Leitfaden vom letzten Blättchen knote ich nicht nach innen und dann wieder nach außen, sondern beides mal nach innen. Auch auf der anderen Seite den Leitfaden drüber legen und beides mal nach innen knoten. Wir fädeln jetzt, bevor wir dieses Blümchen schließen, den Kordelfaden durch das Loch in der Mitte des Blümchens. So, das waren die 2 Knotfäden, die ich nicht mehr brauche. Jetzt drehe ich mein Blümchen auf links und schaue dabei, dass meine Kordel nicht rausfällt. Und knote jetzt alle Fäden, die noch übrig sind, abgesehen von diesen beiden zusammengeknoteten, der Reihe nach zusammen. Rechts über links mit sehr festen doppelten Halbschlägen. Immer paarweise. Rechts über links. Und rechts über links. Umdrehen, Kontrolle. Ja, das Blümchen lässt sich schieben.
Diese beiden, die ich vorher weggelegt habe, stecke ich durchs Loch auf die Rückseite. Die werden auch abgeschmort, wie die anderen auch. Wie man abschmort, das wurde auf vielen anderen Kanälen schon oft gezeigt. Zum Reinschlüpfen die Ornamente nach hinten schieben, Kopf durchstecken und wieder nach vorne schieben, so weit wie du sie eben vorne haben möchtest. Du kannst die Kette auch lang tragen und die Ornamente auf halbe Höhe schieben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.